Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Alle Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir eine sehr große Autoschieberbande hier in L.A. festgenommen. Oder den Garaus gemacht, würde ich mal sagen. Und in diesem Part haben wir auch gleich einen neuen Auftrag. Das gefallene Idol, wir haben es im Trailer gesehen. Watch what you're doing! Ein Unfall von zwei Frauen. Die Fahrerin soll angeblich betrunken gewesen sein oder unter Drogen gestanden haben, aber die ist nicht gefahren. Wir haben nämlich gesehen, wie irgendjemand da irgendwas aufs Pedal gelegt hat anscheinend, und wir werden herausfinden, was das war. Stop just ahead. Ich bin sehr gespannt. Das gefallene Idol hört sich irgendwie groß an. Unfallstelle. Kurz vor 8 am Morgen. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. This ain't the red carpet, so get out of June my Ballard If you're looking und for the Jessica coroner, Hamilton. he's down by the crash site. Okay, der Gerichtsmediziner ist unten beim Unfall. Dann gehen wir erstmal zum Gerichtsmedizin, bevor wir mit der Alten da reden. Dann geht's wohl hier runter? Scheint so. Okay, June Ballard scheint irgendwie eine berühmte Schauspielerin hier in L.A. zu sein. Und da ist der Doc, ja. Hi, Doc. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Okay. Was haben wir denn? Okay. Kaputt. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Moment, welche junge Frau? Die Fahrerin oder die Beifahrerin? Oh nee. Ein Brief, dear Jessie. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen, es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein. Schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante Junie passt auf dich auf, aber ich mache mir einfach Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß wie du in deinem Alter. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe, liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter, Camille Hamilton. She's a long way from home. Ist die abgehauen? Zu ihrer Tante, die berühmt ist, und sie möchte natürlich genauso berühmt werden wie ihre Tante. Oh Mann, kleines naives Mädchen, wo bist du da hineingeraten?
Unterhalten wir uns mal mit dem Doc. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Okay. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Ach du Heiliger. Das wird aufs Gaspedal Someone managed to gepackt. tip their ride straight off a cliff. Können wir da reingucken? If the driver's in a fit state, we should ask. Oh Mann. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Aber auf dem Must have been Beifahrersitz. unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Oh, das ist gut zu wissen. Oh, die Kleine hat richtig was abbekommen. Die ist bestimmt im Kopf oder so aufgeschlagen. Kacke. Na, letztendlich müssen wir sagen, Glück, dass die da hängen geblieben sind. Weil wenn die da unten gelandet hätten, die das bestimmt nicht überlegt, wie Enrique das gesagt hat. Oh Mann, ey. Da ist ein Nummernschild, aber die Musik ist ja schon der Tür mit den Hinweisen. Ja, ich denke mal, wir machen genau das, was Cole gerade gesagt hat. Wir gehen da hoch und befragen diese June Ballard. Meine Güte, ey. Was ist da bloß passiert? Wenn die so ein großes Tier ist, wer will die denn tot sehen? Und dann die Kleine daneben. Mrs. Muss die da McAfee, reingeraten. we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of You? Beast of... I don't like. Keep out of this. Ach, B-Movie-Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Ja, dann ist sie ja gar nicht so ein großes Tier. Die scheint ein bisschen uns einwickeln zu wollen. Und auch mal interessant, jetzt Bekowski hier so rauszuschreiben. Weil wir machen ja mal die Befragung. Von daher schauen wir mal und befragen die gute June. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Wie, du kannst dich nicht erinnern? Oh, schelmisches Grinsen. Ah, schau's weg. Wie, du kannst dich nicht erinnern? Du hast eben gerade gesagt, die Ratte hat uns K.O.-Tropfen untergemischt. Und jetzt kannst du dich nicht erinnern? Da wir keine Beweise haben. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Mark Bishop. Das ist doch mal ein Name. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Was mehr du sagen kannst? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? Ja, habe ich. Die Unterwäsche. Die zerrissene Unterwäsche. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Mark Bishop. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Sagst doch schon wieder nicht die Wahrheit.
Aber dafür haben wir auch keine Beweise. Wir wissen ja nicht, was gestern passiert ist. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Boah, ist die ekelhaft, ey. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Alter, das glaubst du doch selber nicht. Wir sind hier die Polizei. Aber jetzt hast du einen starren Blick, ne? Was ist, wenn ich dir jetzt mal... Ja, das können wir ja gar nicht zulassen. Wir können ja gar nicht Wahrheit machen. Wir müssen uns darum kümmern. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Ich glaube, wir sollten auch zu Jessica hin. Wir sind doch nicht der Heel, wir sind doch hier die Faces. Wir kümmern uns doch darauf, dass die Heels eingebuchtet werden. Interessant, was die zu sagen hat. Also dieser Mark Bishop, mit dem müssen wir uns, glaube ich, mal im späteren Verlauf des Falls unterhalten. Aber erstmal gehen wir zu dem kleinen Mädchen. Okay, das 11K Mädchen ist wieder Roger, bei Bewusstsein. en route. Ja, die ist, glaube ich, auch nicht aufgeprallt mit dem Kopf da. War wohl bewusstlos. Ups. Hier kommen wir gleich. Ja, Moment. Das regeln wir schon, ne? Vorsicht da unten. People might move out of the way quicker if you use the siren. Vorsicht. Ja, ich nutze mal die Sirene. Genau, macht mal Platz hier. Dann kann ich nämlich hier... Ja. Gut, war ein ungewöhnlicher Weg, aber... Gut, gehen wir mal zu dem kleinen Mädchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Und mir gefällt das alles nicht. Okay, warum steht da schon ein Polizeiwagen? Interessant. Ist das ein Ist doch ein Polizeiwagen, oder? Oder ist das ein Krankenwagen? Hier stimmt was nicht, Bukowski. Hier stimmt was nicht. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Vielen Dank. Okay, da ist ein Doc. Hold me here. No, I don't need to be manhandled by a doctor. I need my lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? Okay. Und da war June. Und die ist ganz schön abgegangen gerade. Ah, mit dem können wir reden, mit dem Doc. Hello, Okay. Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Okay. Oh nein, die wurde echt missbraucht. Feeling better since this morning, Jessica? Hey, Jessica. A little. My head still feels swimmy. Okay. Oh, hier können wir noch was finden. Was haben wir denn hier? Scheint ein Bericht zu sein. Einlieferungszeit 2:45 Uhr. Patientenname Jessica Hamilton, 15 Jahre alt. Dr. Elias Webley. Schädeltrauma und leichte Verletzung durch Autounfall. Spuren von Chloralhydrat im Blut, externe Blutergüsse im Genitalbereich und andere Hinweise auf Missbrauch. Oh nö.
Kürzlich verabreicht, die Drohung. Okay, keine weiteren sedative, unausdrückliche Genehmigung verabreichen. Patientin muss Bettruhe einhalten. Just standing around here looking at me, not saying anything. Oh nee, ey. Oh Mann, Jessica, du wurdest missbraucht. Okay, hier haben wir ein Comic-Heft. This isn't what we're looking for. Oder irgendwie so ein Heft, so eine Broschüre. Oh, Jessica. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. 15 Jahre. Och Mann. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Jessica, das stimmt nicht. Gestern ist was passiert, was Schreckliches. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Doch, tust du. Du wurdest missbraucht. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Doch, Jessica, du kannst das noch nicht gut reden. Oh, die wirkt sehr unsicher. Oh Gott, ey. Ich verspreche dir, Jessica, das Schwein werde ich dafür rankriegen. Egal, wer das war. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Jessica, warum lügst du? Der Brief deiner Mutter. You're lying, Jessica. How are we going to make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? Ich habe doch den Brief gefunden. Mädchen. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Ach Gott, das ist ekelhaft. Oh, egal wer das war, und anscheinend war es wohl dieser Bishop, den werde ich dafür dran kriegen, ey. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. Are you going to find him out? Das ist nicht die Wahrheit, nicht die ganze Wahrheit, Mädchen. Erzähl mehr. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Ohne Spaß. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Den Drecksack werde ich dafür rankriegen, ey. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Das glaube ich ihr sogar. Manchmal muss man auch nur die Frage stellen und denen genau zuhören. Weil genau das glaube ich ihr jetzt. Obwohl sie wegguckt, man könnte jetzt sagen Lüge oder anzweifeln, weil das ja so ein typisches Anzeichen ist, aber sie hat Angst. Man merkt es richtig, sie hat wirklich Angst davor. Und ich glaube ihr, dass sie daran nicht denken möchte. Jessica, I really need you to help me. Intuition. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Okay. Thank you, Jessica.
You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Ach, Jessica. Mädchen. The doctor said that I have to rest. Ja, ruh dich It's the aus. tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Okay, und auf einmal geht's ab hier, oder was? Was ist jetzt hier? Verfolgungsjagd? There she goes. Come on. Oh, gut, dass sie nicht nach rechts geguckt hat. Okay, June Ballard beschatten. Verfolge die verdächtige Person aus sicherer Entfernung. Die Person ist rot markiert. Dieses Symbol blinkt auf, wenn du bei der Befolgung zu nahe kommst, dich zu weit zurückfallen lässt oder durch deine Fahrweise Aufmerksamkeit Ballard is definitely up to something. Halte B, um die Kamera auf das Dings zu richten, auf die verdächtige Person. Okay. Warum lässt sie sich von Anwalt da rausklagen, in Anführungsstrichen? Wenn sie doch eben gerade noch einen Autounfall hatte und wahrscheinlich immer noch unter Drohung steht. Das macht keinen Sinn, Mädchen. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Das sehe ich aber auch so, Bukowski. Das sehe ich aber auch so. Schön den Fokus da auf die beiden halten. Dass die sich schnell erholt hat. Das stinkt gewaltig. Wir sollten nicht zu nah ran. Aber er fährt gut, der Anwalt. Muss man ihm lassen. Okay, werden die langsamer? Ich glaube, die werden langsamer. Der blinkt, der hält an. Okay, wo geht sie da jetzt rein? Health is wealth? Ne, sie geht da hinten rein. Ist das ein Café? Get in there and see what she's up to. Ja, gehen wir da mal rein, ne? Geh mit RB bei der Tür in Deckung. Okay, gut, das hoffentlich guckt der Anwalt nicht. Okay, jetzt müssen wir hier krass in Deckung gehen. Hoffentlich guckt der Anwalt nicht. Okay, jetzt geht sie dann ans Telefon, schaut sich nochmal um. Und jetzt weht sie. Okay. Sucht er einen Platz mit einer Zeitung. Inkognito wären da. Zack. Der Schatten. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Did you get the film? Sure, I got the film. Wir wissen, wo der Bischof wohnt. Oh. Okay, ein kleiner Fehler gerade wohl. Abwarten, bis sie da reinsteigt. Okay. Bischofs Apartment untersuchen. Okay, das war ein komischer Call. Ich würde aber sagen, das Apartment untersuchen wir erst im nächsten Part, Freunde. Und eins schwöre ich euch, ne? Den Drecksack kriegen wir dafür ran, was er der Kleinen angetan hat. Die Kleine ist sehr naiv. Ich hoffe, die kommt wieder zu Sinnen und geht nach Hause. Und den Sack, der ihr das angetan hat, den kriegen wir dafür dran. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, Freunde. Wenn wir das in den nächsten Parts hoffentlich aufklären. Bis dahin, das scheint eine etwas größere Sache zu sein. Das könnte noch ein bisschen dauern. Bis dahin, Freunde, habt einen schönen Tag. Haut rein. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.